In diesem Video, im zweiten Teil unserer Build Your Business Serie, zeige ich dir, ja, welche Investitionen du treffen musst und was du alles so brauchst, um dein eigenes kleines Etsy-Business mit Art Prints aufzubauen. Dazu gehen wir jetzt wieder an den Rechner und ich zeige dir einmal anhand unseres Beispiels, was da wohl für Materialien zum Einsatz kommen. Und sobald das geschehen ist, ja, dann können wir schon fast loslegen, ne? Okay, ich habe jetzt wieder von Articraft den Online-Shop, den Etsy-Shop aufgerufen und scroll mal einmal hier durch die Produkte. Und was siehst du? Du siehst, dass eigentlich immer dasselbe Bild verwendet wird, dasselbe Mockup hier. Und es werden dann immer unterschiedliche Bilder hier in den Rahmen verwendet. Was man auch sieht, ist, dass hier ganz unterschiedliche Stile zum Einsatz kommen. Das heißt, es könnte sein, dass derjenige das auch nicht selber malt, sondern wirklich Materialien kauft und daraus diese Art Prints erstellt. Kann sein, muss aber nicht. Vielleicht tun wir ihm oder ihr auch völlig Unrecht und er malt das alles liebevoll selber. Kann auch sein. Natürlich, du kannst den Pinsel nehmen und kannst anfangen, deine Bilder zu malen, so wie du das möchtest, so wie es für dich richtig ist. Ganz individuell, speziell für dich, so wie du das magst. Ich zeige dir jetzt hier einfach nur den einfacheren Weg sozusagen und der ist, dass ich zu ein paar speziellen Shops gehe und dort mit einer kommerziellen Lizenz Grafiken aufkaufe und aus diesen Grafiken, die ich dort gekauft habe, meine eigenen Artprints erstelle. Völlig legal, völlig in Ordnung, kann man so machen und ja, ist noch nicht mehr fürchterlich viel Aufwand, ne? Also, gehen wir jetzt also einmal davon aus, dass dieser Shop-Eigentümer hier zum einen ein Mockup hat, was er immer wieder benutzen kann, ne, mit dieser Couch hier, und dass er immer hier wieder verschiedene Bilder reinpackt. Jetzt sind das hier einmal Aquarelle, dann sind das hier einmal wirklich abstrakte Bilder, dann sind das hier ja durchaus einfach nur in Anführungsstrichen Elemente. Ich möchte das absolut nicht schmälern, weil eine ganz tolle Sache, auch sieht richtig schön aus und vor allen Dingen verkauft es sich, ne? Also warum sollen wir hier irgendwas schmälern? Super Idee, super Sache. Ich rufe noch mal etwas auf. Also hier im Prinzip, vielleicht kannst du dich an das Video erinnern, was wir hier schon auf dem YouTube-Kanal erstellt haben. Da habe ich ein paar abstrakte Kreise in Photoshop erstellt und habe dann ein bisschen Line-Art drüber gemacht. Das ist nichts anderes. Ich verlinke das Video hier einmal, weil damit kannst du im Prinzip schon alles erstellen, was du brauchst. Also hier, wenn ich mir das jetzt hier einmal anschaue, dann ist das hier ja im Prinzip ein Hintergrund, ja, mit verschiedenen Farben und davor ist ja ein Line Art, ne? Und um das zu erstellen, also etwas Ähnliches, natürlich wollen wir hier nichts kopieren, brauche ich im Prinzip einmal die Line Art Bilder. Auch dafür haben wir ein Video, du kannst das auch komplett selber machen. Und dann brauche ich noch einen Hintergrund. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wo sind die Shops, die das verkaufen? Und da kann ich dir vor allen Dingen zwei empfehlen. Das ist einmal Design Cuts. Den rufe ich einmal auf. Und dann auch noch Creative Market. Und in beiden Fällen hast du den dicken Vorteil, dass die einzelnen Produkte mit kommerziellen Lizenzen kommen. Das heißt, du darfst daraus etwas erstellen, was du weiterverkaufst. Und das ist unglaublich wichtig. Wenn du so ein Business beginnst, wenn du es anfängst, dann solltest du auf jeden Fall schauen, dass du entweder die Grafiken selber erstellst, um keinen Ärger zu bekommen, oder aber, dass du Produkte auf deinen Namen oder auf deinen Business-Namen kaufst, die eben genau das tun, ne? Die eine kommerzielle Lizenz haben, die du dann nutzen kannst, um Produkte für dich zu erstellen. Ganz, ganz wichtig, deswegen unbedingt die Lizenzvereinbarung durchlesen. So sind die heute an diesem Tag und ich gehe mal davon aus, dass die auch in Jahren noch so sein werden, aber nur zur Sicherheit, ne? Schau dir einmal hier die Lizenzvereinbarung noch an. Ja, wenn ich jetzt hier entlang scrolle, gibt es wunderschöne Produkte. Ich gebe hier aber einfach mal was ein. Ich gebe jetzt mal einen Watercolor Background
und dann werde ich auch sofort fündig, ne? Weil diese Sachen, die wir hier gerade gesehen haben, was ich dir jetzt hier gezeigt habe, brauchen wir einen Hintergrund und wir brauchen Lineart, ne? Das heißt im Umkehrschluss, ich gebe jetzt einmal hier Watercolor, jetzt gucke ich mal, welchen Stil ich haben möchte, ne? Was entspricht am ehesten meinem Stil. Hier ist ein Watercolor Texture Bundle für $25. Ja, ne, vielleicht klingt das jetzt erstmal so, um Gottes Willen, $25 dafür und dann noch dafür Geld ausgeben. Und dann muss ich auch noch was haben, um bei Etsy einzustellen. Natürlich auch noch die Mockups. Ja, ist richtig, aber, und das ist ein dickes Aber, wenn du ein richtiges Geschäft mit einem in der Stadt eröffnest, wirst du nicht mit $25 auskommen oder auch nicht mit 100. Alleine schon die Shop-Einrichtung, die Einrichtung deines Ladens wird Tausende von Euros kosten. Ja? Nicht zu vergessen, du brauchst auch noch vielleicht Verkäufer, die einen Teil deiner Geschäftsöffnungszeiten abdecken. Also die Chance, dass du da mit 100, 200, ist noch nicht mal 200, glaube ich gar nicht, also sagen wir mal mit $100 genug ausgegeben hast, die sind sowas von schwindend gering, ja, wird einfach nicht passieren. Deswegen, also, wenn du für $100 oder meinetwegen auch $200, weil du besonders investitionsfreudig bist, ein Geschäft eröffnen kannst, ja, dann solltest du das einfach mit Freuden tun, ne? Wenn du aus $100 oder $200 monatliche 3.000 machen kannst, dann hast du doch alles richtig gemacht, ne? Besser ist keine Aktie, das kann ich dir versprechen. Also, sagen wir mal, wir nehmen jetzt hier dieses Bundle und schauen uns einmal an, ob da alles drin ist, was wir so brauchen. Ich scroll hier einfach einmal nur entlang und da sind verschiedene Texturen drin, die ich für mein Produkt benutzen kann. Man müsste jetzt noch mal ganz genauer gucken, ne? Aber hier sind schon genau solche Sachen drin, diese ganzen Bilder, die ich zum Teil oder auch komplett nutzen kann und als Hintergrund vor allen Dingen nehmen kann. Wichtig bei diesen Sachen ist, dass die hinterher nicht mehr so aussehen, wie sie hier aussehen. Du musst schon deine eigenen Sachen daraus machen. Deswegen eben dieses Lineart dann darüber und dann hast du dein eigenes Produkt. Also sagen wir mal, du nimmst jetzt hier einen orangefarbenen Hintergrund, einen lilanen und einen rosafarbenen. Und das ist deine erste Dreier-Serie. Dann bräuchten wir jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, diese Lineart. Und um ein bisschen zu variieren, gehe ich jetzt mal zu Creative Market und gebe jetzt hier mal Lineart ein. Und du wirst schon sehen, es sind unendlich viele Produkte, die es hier gibt, die ich dafür nutzen kann. Und man müsste vielleicht einfach mal ein bisschen hier forschen. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier auf diese 45 Floral Line Art. Ja, und hier habe ich schon 45 Bilder, die ich im Prinzip für meine Bilder verwenden kann. Kosten mich $7,20 im Moment, weil sie jetzt gerade auf Sale sind. Sonst kosten sie $9. Also völlig in Ordnung, ja, das kann man durchaus ertragen. Also sagen wir, ich nehme jetzt hier einmal die Pusteblume oder hier das Blümchen, das Gänseblümchen und nutze das als für mein Watercolor-Bild, ja. Dann habe ich im Prinzip das geschaffen, was er hier macht, ne, oder sie. Wir haben Hintergründe mit Lineart davor. Und das Ganze ordnest du so an, wie du magst und speicherst das in verschiedenen Größen ab. Das wäre dein Produkt. Im zweiten Schritt musst du dann natürlich noch ein Mockup haben, damit du nicht alle Bilder ausdrucken, aufhängen und zu Hause fotografieren musst, ne? Also brauchen wir noch ein Mockup. Das sind schon mal die ersten beiden Produkte. Also du brauchst in dem Fall hier Watercolor-Hintergründe und du brauchst Lineart. Und wenn du beides hast, kannst du dein Produkt erstellen. Und dann brauchen wir noch ein Mockup, was wir immer wieder verwenden können, ne? Ich gehe nochmal zu Creative Market, weil ich habe hier schon mal sehr hübsche dafür gefunden. Mockup Living Room gebe ich jetzt mal ein. Sonst muss ich mich einmal in meinen Account einloggen und dir das da zeigen. Ja, wenn ich jetzt beim ersten Scrollen finde ich jetzt das nicht, was ich dafür ausgesucht hatte. Die waren nämlich sehr ähnlich. Also logge ich mich jetzt hier einmal ein. Und habe hier meine Liste, meine Kollektion, die ich mir zusammengesammelt habe. Und gehe da einmal rein. Dann kannst du schon sehen,
welche Produkte ich mir hier gespeichert habe. Und hier so Frame and Wall Mockup Bundle. Perfekt dafür, ja. Also ähnlich wie das, was du gerade hier aus dem Art Craft Shop gesehen hast, aber natürlich nicht dasselbe, ne? Ich gehe jetzt mal einmal und mache das hier groß. Und du siehst, hier sind ganz verschiedene Mockups drin, was ich auch immer sehr schön finde. Also er oder sie hat hier nur ein Bild drin, ja, und danach kommen schon irgendwie, wie man das runterlädt und welche Größen was drin sind. Sehr wichtige Informationen, gebe ich ja gerne zu. Aber schöner ist eigentlich, wenn man verschiedene Mockups hier hat, ne? Etsy empfiehlt, 5 verschiedene Fotos mindestens zu haben, ne? Natürlich guckt Etsy nicht, ob das Foto Nummer 2 und Nummer 3 sich über um die Größen kümmern oder wie du das Ganze runterlädst. Aber für den Kunden ist es natürlich auch schöner, wenn man das Bild in verschiedenen Zusammenhängen sehen kann, ne? Also nicht nur im Wohnzimmer, sondern vielleicht auch im Schlafzimmer oder vielleicht auch, keine Ahnung, im Flur. Hier sind zum Beispiel einmal im Schlafzimmer, hier im Flur verschiedene Mockups zu sehen. Ja, finde ich eigentlich eine gute Sache, ne? Also, unbedingt so ein Bundle bräuchte man halt auch noch. Und das kostet jetzt hier $29. Ne? Auch völlig, ja, zu ertragen, oder? Also, $29 hatten wir. Wir hatten $9 zum regulären Preis und wir hatten nochmal $25 für die Hintergründe. Und schon hast du ungefähr, ja, sag mal 30 Produkte ohne Probleme, ne? Das wäre deine erste Investition, also du suchst dir ein Mockup-Bundle und du suchst dir Hintergründe und du suchst dir Line-Art, die du nutzen kannst, um deine ersten Produkte zu erstellen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und gibt dir einen ersten Anreiz, mal auf Suche zu gehen. Da kann man sich nämlich richtig verlieren. Das macht auch richtig Spaß, da verschiedene Produkte zu suchen und die dann für sein neues Business zu verwenden. Das ist doch aufregend, oder? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss den Like-Button nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.